Hi, herzlich willkommen zu einer exklusiven Folge von Histutorial, dem Geschichtstutorial des Deutschen Historischen Museums, das Fragen an die Geschichte einfach mal anders stellt. Mein Name ist Mirko, ihr kennt mich vielleicht auch als Mr. Wissen to go und unsere Frage heute lautet: Wie wohnt man demokratisch? Egal ob Höhle, Ritterburg, barocker Palast, Plattenbau oder Penthouse in bester Lage. Seit Jahrtausenden haben Menschen sich Behausungen unterschiedlichster Art gebaut und auch darin gewohnt. Ich wohne nicht in einer Höhle, sondern in einem ganz normalen Haus. Das hier ist mein Schlüssel. Die Frage ist aber, wie wohnt man eigentlich demokratisch? Mit der Industrialisierung waren im 19. Jahrhundert immer mehr Menschen in die Städte gezogen. Eine Antwort auf das Problem des Wohnungsmangels war die Mietskaserne gewesen. Während im Vorderhaus die reicheren Teile der Bevölkerung in großen Wohnungen wohnten, mussten die Ärmeren mit kleineren Wohnungen in einem der Hinterhöfe Vorlieb nehmen. Die sozialen Klassen trennten sich auch nach Stadtvierteln. Die Arbeiterschaft wohnte dicht an der Fabrik, das Bürgertum in ruhigeren Vororten. Die Novemberrevolution von 1918 hatte die Monarchie abgeschafft und demokratische Wahlen für die gesamte erwachsene Bevölkerung möglich gemacht. Damit hatte sich aber noch nichts am schweren Wohnungsmangel geändert. Dadurch, dass während des Weltkrieges und den Revolutionsjahren die Bautätigkeit zum Erliegen gekommen war, gleichzeitig aber immer noch Menschen in die Städte strömten, hatte der Wohnungsmangel unhaltbare Ausmaße angenommen. In Berlin wurden Holzbaracken wie auf diesem Foto hier errichtet und es bildeten sich Slums. Um diese Zustände zu bekämpfen, wurden groß angelegte staatliche Wohnungsbauprojekte begonnen. Finanziert werden konnten diese durch eine Besteuerung der bestehenden Immobilien, deren Eigentümer durch die Inflation entschuldet worden waren. Besonders umfangreich war das Wohnungsbauprogramm in Frankfurt am Main. Auf einem Stadtplan werden die Dimensionen besonders deutlich. Die rot markierten und nummerierten Siedlungen gehören alle zum sogenannten Neuen Frankfurt, das unter dem Architekten und Stadtbaurat Ernst May mit seinem Team verwirklicht werden sollte. Insgesamt ging es um etwa 12.000 Wohnungen, die den Wohnbedarf von 11-12% der Frankfurter Bevölkerung decken würde. Die Menschen sollten aber nicht einfach nur irgendwie untergebracht werden. May und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter wollten den Menschen ein komfortables Heim mit allem Nötigen wie genügend Platz, Luft und Licht ermöglichen und das auch noch zu einem erschwinglichen Preis. Die gerade Linie war Programm. Die Dächer waren flach, die Häuser schnörkellos und dabei ging es nicht nur um Kostenersparnis, sondern um zeitgemäße, moderne Architektur. Diese Baugesinnung verstand sich somit auch als Ergebnis der neuen gesellschaftlichen und demokratischen Verhältnisse. An den Gebäuden der Römerstadt bei Frankfurt-Heddernheim treten die Prinzipien dieses neuen Bauens deutlich hervor. Die auf dieser Postkarte hier gezeigten Reihenhäuser boten allen Bewohnerinnen und Bewohnern die gleichen Wohnbedingungen zum neuesten Standard mit Stromanschluss, Zentralheizung und sogar einem Radioanschluss. Klingt aus heutiger Sicht vielleicht so ein bisschen lächerlich, aber das war damals wirklich der absolut neueste Schrei. Zur Ausstattung gehörte auch eine Frankfurter Küche, die erste Einbauküche, entworfen von der Architektin Margarete Schütte-Lihotzky. Sie war nach rationalen, platz- und vor allem arbeitssparenden Kriterien entworfen. Die Lebensmittel waren in Schütten statt in sperrigen Krügen gelagert, das Bügelbrett konnte bei Bedarf von der Wand abgeklappt werden und die Arbeitsfläche war niedrig angebracht, damit im Sitzen gearbeitet werden konnte. Das alles sollte die Arbeit der Hausfrau erleichtern. Denn obwohl immer mehr Frauen berufstätig wurden, lasteten die Haus- und Erziehungsarbeit immer noch größtenteils auf ihnen. Die Rationalisierung wirkte also auch dieser Doppelbelastung entgegen. Die Einfamilienhäuser der Römerstadt mit ihren 4 Zimmern blieben allerdings Bevölkerungsgruppen wie besser bezahlten Angestellten vorbehalten. Für Arbeiterfamilien waren in anderen Siedlungen kleinere Wohnungen mit 2 bis 3,5 Zimmern vorgesehen. Das neue Bauen der Weimarer Republik setzte neue architektonische Maßstäbe und versuchte darin auch demokratische Grundsätze zu verwirklichen, konnte sich aber in der kurzen Zeit nicht durchsetzen. Mit dem Erstarken des Nationalsozialismus wurden die führenden Köpfe dieser Bewegung in die Emigration getrieben. Heute haben viele Wohnungen eine Einbauküche und fast alle einen Stromanschluss, Heizung und Warmwasserversorgung. Das ist alles selbstverständlich. Gleichzeitig wachsen die Städte rasant und der öffentlichen Hand fällt es immer schwerer, erschwinglichen Wohnraum bereitzustellen. In Metropolen wie New York, London und inzwischen auch Frankfurt oder Berlin wurden und werden ärmere Teile der Bevölkerung zunehmend verdrängt. Die Frage nach der offenen, demokratischen Stadt ist also nach wie vor aktuell und bleibt damit bis heute unbeantwortet. Aber vielleicht habt ihr ja auch eine Antwort darauf.
Habt ihr Ideen, wie man die Wohnsituation weiter demokratisieren könnte, wie man die Situation verbessern könnte? Wenn ja, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Danke dafür, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.